Guten Tag, ich bin Ihr neuer Mieter. Guten Tag, willkommen. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Thomas Bauer. Schön, Sie kennenzulernen, Herr Bauer. Wann kann ich einziehen? Sie können am 1. Mai einziehen. Ist die Wohnung sauber? Ja, die Wohnung ist sehr sauber. Wie viele Schlüssel bekomme ich? Sie bekommen 3 Schlüssel. Wo ist der Briefkasten? Der Briefkasten ist links beim Eingang. Guten Morgen, ich möchte die Miete bezahlen. Guten Morgen. Die Miete ist 500 €. Hier ist das Geld, bitte zählen Sie es. Danke, alles ist richtig. Wann soll ich jeden Monat bezahlen? Bitte bezahlen Sie am 1. des Monats. Kann ich auch überweisen? Ja, natürlich, das ist kein Problem. Haben Sie eine Kontonummer? Ja, ich schreibe sie für Sie auf. Vielen Dank, das ist sehr nett. Kein Problem. Bis nächsten Monat. Entschuldigung, die Heizung funktioniert nicht. Oh nein, seit wann funktioniert sie nicht? Seit heute Morgen. Es ist sehr kalt. Das tut mir leid, ich komme heute Nachmittag. Um wie viel Uhr kommen Sie? Ich komme um 3 Uhr. Ist das gut? Ja, das ist gut, ich bin zu Hause. Ich bringe einen Techniker mit. Danke, es ist wirklich sehr kalt. Ich verstehe. Wir reparieren das schnell. Das ist sehr nett von Ihnen. Kein Problem. Bis heute Nachmittag. Entschuldigung, die Nachbarn sind sehr laut. Oh, das tut mir leid. Welche Wohnung? Die Wohnung über mir. Nummer 5. Seit wann ist das ein Problem? Seit einer Woche. Ich kann nicht schlafen. Das ist nicht gut. Ich spreche mit Ihnen. Vor allem nachts ist es laut. Um wie viel Uhr genau? Meistens um 11 oder 12 Uhr nachts. Ich verstehe. Ich löse das Problem. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Gern geschehen. Bitte sagen Sie mir Bescheid. Hallo, es gibt ein Problem mit dem Wasser. Was ist passiert? Erzählen Sie mir bitte. Es tropft aus der Decke im Badezimmer. Das ist ein ernstes Problem. Ich komme sofort. Bitte kommen Sie schnell. Es wird schlimmer. Ich bin in 10 Minuten bei Ihnen. Soll ich Eimer hinstellen? Ja, das ist eine Goethe-Idee. Gut. Ich warte auf Sie. Danke für Ihren Anruf. Bis gleich. Bis gleich. Bitte beeilen Sie sich. Ja, ich komme sofort. Keine Sorge. Guten Tag. Ich brauche einen extra Schlüssel. Für wen brauchen Sie den Schlüssel? Für meine Frau. Sie verliert immer ihren. Das ist kein Problem. Ich mache einen neuen. Was kostet das? Der Schlüssel kostet 5 €. Das ist günstig. Wann ist er fertig? Morgen kann ich ihn Ihnen geben. Wann kommen Sie morgen? Ich bin morgen Vormittag hier, um 10 Uhr. Gut. Ich bin dann zu Hause. Danke. Gern geschehen. Bis morgen. Darf ich das Auto dort parken? Nein, das ist der Parkplatz von Nummer 3. Wo kann ich dann parken? Ihr Parkplatz ist hinter dem Haus. Ich habe das nicht gewusst. Entschuldigung. Kein Problem, ich zeige Ihnen den Weg. Das ist sehr nett. Danke sehr. Ihr Platz hat die Nummer 7. Kann ich 2 Autos dort parken? Nein, nur ein Auto pro Mieter. Ich verstehe. Das ist klar. Gut. Haben Sie noch Fragen? Wann muss ich den Müll rausbringen? Dienstags und freitags bitte. Und wo ist der Mülleimer? Der Mülleimer ist hinter dem Haus. Gibt es verschiedene Behälter? Ja, gelb für Plastik, blau für Papier. Und für normalen Müll? Normaler Müll kommt in den grauen Behälter. Danke. Das ist sehr hilfreich. Bitte trennen Sie den Müll immer. Ja, natürlich. Das mache ich gerne. Sehr gut. Danke für Ihr Verständnis. Mein Briefkasten öffnet nicht mehr. Das ist seltsam. Benutzen Sie den richtigen Schlüssel? Ja, aber der Schlüssel dreht sich nicht. Ich schaue es mir an. Kommen Sie mit. Danke. Er ist sehr wichtig für meine Post. Ich verstehe. Warten Sie bitte kurz. Natürlich. Ich warte hier. Ah, das Schloss ist kaputt. Ich repariere es. Wann ist es fertig? Morgen Nachmittag. Ich brauche ein neues Schloss. Gut. Und meine Post? Ich bringe Ihnen die Post persönlich. Keine Sorge. Darf ich einen Hund in der Wohnung haben? Das hängt davon ab. Was für ein Hund? Ein kleiner Hund. Er ist sehr ruhig. Kleine Hunde sind meistens in Ordnung. Wunderbar. Er heißt Bruno. Aber bitte keine Schäden in der Wohnung. Natürlich nicht. Bruno ist sehr brav. Und kein Bellen nachts, bitte. Er bellt kaum. Er ist sehr lieb. Gut, dann ist es erlaubt. Vielen Dank. Das macht uns sehr glücklich. Bitte passen Sie gut auf ihn auf. Ich möchte meinen Mietvertrag verlängern. Das freut mich. Wie lange möchten Sie bleiben? Noch 2 Jahre, wenn möglich. Das ist kein Problem. Ich mache einen neuen Vertrag. Bleibt die Miete gleich? Die Miete steigt um 20 €. Das ist nicht viel. Das ist okay. Gut. Ich bringe den Vertrag morgen. Soll ich etwas unterschreiben? Ja, bitte unterschreiben Sie beide Seiten. Natürlich. Ich freue mich, hier zu bleiben. Wir freuen uns auch. Sie sind ein guter Mieter. Ist Internet in der Wohnung enthalten? Nein, Internet müssen Sie selbst bestellen. Und Strom und Wasser? Wasser ist inklusive, Strom nicht. Wer ist der Stromanbieter hier? Das ist die Firma Stadtwerke. Muss ich dort anrufen? Ja, bitte melden Sie sich bei Ihnen an. Haben Sie die Telefonnummer? Ja, ich schreibe sie für Sie auf. Das ist sehr hilfreich. Dankeschön. Gern geschehen. Noch andere Fragen? Ich möchte die Wohnung kündigen. Oh, wann möchten Sie ausziehen? In 3 Monaten, am 30. Juni. Haben Sie das schriftlich? Ich schreibe Ihnen einen Brief heute. Gut,
3 Monate Kündigungsfrist ist richtig. Wann gibt es die Kaution zurück? Nach der Übergabe und Prüfung der Wohnung. Wie lange dauert das? Ungefähr 2 bis 4 Wochen. Gut. Ich halte die Wohnung sauber. Das ist wichtig. Danke für die Information. Entschuldigung, das Fenster ist kaputt. Oh nein. Wie ist das passiert? Der Wind hat es zugeschlagen, es tut mir leid. War es schon vorher schwach? Ja, es hat immer schlecht geschlossen. Dann ist das kein Problem. Ich repariere es. Wann können Sie kommen? Übermorgen, Donnerstag um 2 Uhr. Ja, es ist sehr kalt. Gibt es eine Lösung? Ich bringe ein Provisorium bis zur Reparatur. Gut, ich bin zu Hause. Gut. Ich komme Donnerstag um 2 Uhr. Gibt es eine Waschmaschine im Haus? Ja, im Keller gibt es einen Waschraum. Wie viel kostet eine Wäsche? Das kosten 2 Euro pro Wäsche. Und wann kann ich waschen? Von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Gibt es einen Plan oder ein System? Ja, der Plan hängt an der Kellertür. Muss ich einen Termin reservieren? Ja, bitte schreiben Sie Ihren Namen ein. Gut, ich schaue morgen nach. Super. Der Schlüssel für den Keller ist der kleine. Der Rauchmelder piept die ganze Zeit. Das ist wahrscheinlich die Batterie. Kann ich die Batterie selbst wechseln? Ja, natürlich. Das ist einfach. Was für eine Batterie brauche ich? Eine 9-Volt-Batterie. Die gibt es überall. Wo kaufe ich die? Im Supermarkt oder im Drogeriemarkt. Gut. Und wenn es nicht aufhört? Dann rufen Sie mich bitte an. Danke. Ich versuche es zuerst selbst. Prima. Viel Erfolg. Der Aufzug funktioniert heute nicht. Ja, ich weiß. Ein Techniker kommt heute. Wann kommt er ungefähr? Er kommt zwischen 10 und 12 Uhr. Okay. Ich wohne im 5. Stock. Das ist nicht schön. Es tut mir leid. Wie lange dauert die Reparatur? Vielleicht 2 bis 3 Stunden. Gut. Ich nehme die Treppe. Danke für Ihr Verständnis. Kein Problem. Passiert manchmal. Ja. Der Aufzug ist wieder neu danach. Darf ich den Garten benutzen? Ja, der Garten ist für alle Mieter. Darf ich dort grillen? Ja, aber nur am Wochenende bitte. Und wie spät darf ich bleiben? Bitte bis spätestens 22 Uhr. Das ist fair. Darf ich Freunde mitbringen? Ja, aber nicht zu viele. Bitte ruhig bleiben. Natürlich. Wir sind immer ruhig. Gut. Und bitte den Garten sauber lassen. Das machen wir. Vielen Dank. Viel Spaß im Garten. Der Wasserhahn in der Küche tropft. Seit wann tropft er? Seit 3 Tagen schon. Das kostet viel Wasser. Ich komme heute. Gut. Um wie viel Uhr? Um 14 Uhr. Ist das gut? Ja, ich bin zu Hause. Ich bringe Werkzeug mit. Kann ich etwas vorbereiten? Ja, bitte räumen Sie unter dem Waschbecken frei. Gut. Das mache ich sofort. Danke. Bis heute Nachmittag. Wie hoch ist die Kaution für die Wohnung? Die Kaution beträgt 3 Monatsmieten. Das sind 1500 Euro, oder? Genau, das stimmt. Wann muss ich das bezahlen? Vor dem Einzug, bitte. Kann ich in 2 Teilen zahlen? Nein, leider muss es einmal sein. Wie lange dauert das? Meistens 4 bis 6 Wochen. Ich verstehe. Das ist klar. Gut, dann sind wir einig. Es ist kalt. Die Heizung geht nicht an. Haben Sie den Thermostat überprüft? Ja, ich habe ihn auf 20 gestellt. Und trotzdem keine Wärme? Nein, gar keine. Es ist sehr kalt hier. Ich schicke heute noch jemanden. Wann genau kommt jemand? Zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags. Gut. Soll ich zu Hause bleiben? Ja, bitte. Der Techniker braucht Zugang. Kein Problem. Ich bin da. Danke. Wir lösen das schnell. Ich muss mich beim Amt anmelden. Ja, das ist wichtig. Ich helfe Ihnen. Was brauche ich dafür? Sie brauchen eine Wohnungsgeberbestätigung von mir. Was ist das genau? Das ist ein Dokument von mir. Es bestätigt Ihre Adresse. Ah, ich verstehe. Können Sie das ausfüllen? Ja, natürlich. Ich mache das heute. Wie lange dauert die Anmeldung beim Amt? Meistens 30 Minuten. Gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Viel Erfolg beim Amt. Im Badezimmer gibt es Schimmel. Das ist nicht gut. Wo genau? An der Wand neben der Dusche. Ist es viel oder wenig? Es wächst. Es wird mehr. Das muss sofort behandelt werden. Was kann ich selbst tun? Lüften Sie täglich das Badezimmer gut. Das mache ich jetzt schon. Ich komme morgen mit einem Spezialprodukt. Das wäre sehr gut. Danke. Wichtig, immer nach dem Duschen lüften. Darf mein Bruder eine Woche bei mir wohnen? Ja, kurze Besuche sind erlaubt. Eine Woche ist okay? Ja, das ist kein Problem. Was ist, wenn er länger bleiben möchte? Dann müssen Sie mich informieren. Ich verstehe. Wie lange darf er maximal bleiben? Mehr als 6 Wochen ist problematisch. Das wird er nicht. Er bleibt nur eine Woche. Gut, kein Problem dann. Danke für die Information. Das ist hilfreich. Gern. Ich hoffe, er hat einen schönen Besuch. Es gibt keinen Rauchmelder in meinem Zimmer. Das muss ich sofort überprüfen. Ist das nicht Pflicht in Deutschland? Ja, jedes Zimmer braucht einen Rauchmelder. Wann installieren Sie einen? Ich komme morgen früh um 9 Uhr. Gut. Ich bin zu Hause. Es dauert nur 10 Minuten. Wie viele kommen in die Wohnung? Einen pro Zimmer und einen im Flur.
Das klingt richtig. Danke für Ihre Mühe. Das ist meine Pflicht. Bis morgen. Gibt es einen Lagerraum für Mieter? Ja, im Keller hat jeder Mieter einen Platz. Wie groß ist mein Platz? Ungefähr 2 mal 2 Meter. Was darf ich dort lagern? Möbel, Koffer, Fahrräder, alles Erlaubte. Darf ich dort auch Lebensmittel lagern? Nein, bitte keine Lebensmittel. Es ist zu feucht. Kann ich ein Fahrrad dort stellen? Ja, natürlich. Das ist kein Problem. Welcher Schlüssel öffnet den Keller? Der kleine silberne Schlüssel an Ihrem Bund. Ich möchte eine Reparatur schriftlich melden. Das ist eine gute Idee. Was ist kaputt? Die Küchentür schließt nicht richtig. Ah, das höre ich zum ersten Mal. Es ist schon seit einem Monat so. Das tut mir leid. Schicken Sie mir eine E-Mail. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja, ich schreibe sie für Sie auf. Danke, ich schicke sie heute noch. Gut, ich antworte schnell darauf. Gut, dann haben wir alles dokumentiert. Genau, das ist wichtig für uns beide. Kann ich das Schloss an meiner Tür wechseln? Warum möchten Sie das wechseln? Ich habe meinen Schlüssel verloren. Das ist ein Problem. Haben Sie überall gesucht? Ja, ich finde ihn nicht. Ich mache mir Sorgen. Ich verstehe. Ich lasse das Schloss wechseln. Was kostet das? Das kostet ungefähr 70 Euro. Muss ich das bezahlen? Ja, bei verlorenem Schlüssel trägt der Mieter die Kosten. Wann wird es gemacht? Übermorgen, wenn möglich. Wann sind die Ruhezeiten im Haus? Von 13 bis 15 und nach 22. Und am Wochenende? Am Wochenende ist von 12 bis 15 Ruhe. Darf ich tagsüber Musik hören? Ja, aber nicht zu laut, bitte. Was ist zu laut? Wenn die Nachbarns durch die Wand hören. Bin meistens ruhig. Das höre ich gerne. Dankeschön. Ich respektiere die anderen Mieter. Das ist sehr nett von Ihnen. Gibt es einen Supermarkt in der Nähe? Ja, 5 Minuten zu Fuß von hier. Und eine Apotheke? Die nächste Apotheke ist in der Hauptstraße. Wie komme ich am besten dorthin? Gehen Sie links aus dem Haus, dann geradeaus. Gibt es auch eine Bushaltestelle? Ja, gleich um die Ecke. Die Linie 12 fährt dort. Sehr gut. Und wo ist die nächste Bank? Die Bank ist neben dem Supermarkt. Danke, das ist sehr praktisch hier. Ja, die Lage ist wirklich gut. Willkommen. Meine Türklingel funktioniert nicht. Das wusste ich nicht. Seit wann? Seit 2 Tagen. Niemand kann klingeln. Das ist ein Problem. Ich schaue es an. Heute noch? Ja, ich komme in einer Stunde. Super. Ich warte auf Sie. Ist es vielleicht nur die Batterie? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Kein Problem. Ich bringe Werkzeug mit. Danke, das ist sehr nett. Bis gleich. Es gibt kein warmes Wasser in der Dusche. Das ist nicht gut. Seit wann? Seit heute Morgen. Ich habe kalt geduscht. Das tut mir sehr leid. Das ist nicht okay. Können Sie das heute noch reparieren? Ich rufe sofort den Klempner an. Wann kommt er? Er kommt heute Nachmittag zwischen 2 und 4. Gut, ich bin zu Hause. Es tut mir wirklich leid für die Unannehmlichkeit. Kein Problem, es passiert. Danke. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Kann ich eine Quittung für die Miete bekommen? Ja, natürlich. Das ist Ihr Recht. Ich brauche sie für meine Steuererklärung. Kein Problem. Ich schreibe eine für Sie. Für welchen Monat brauchen Sie die Quittung? Für Januar und Februar, bitte. Gut. Ich habe Ihre Zahlungen hier. Wann kann ich die Quittungen abholen? Morgen Nachmittag sind Sie fertig. Soll ich vorbeikommen? Ja, bitte kommen Sie um 3 Uhr. Danke, das ist sehr hilfreich. Was darf ich auf dem Balkon machen? Sie dürfen Pflanzen und Möbel aufstellen. Darf ich auch grillen? Nein, leider kein Grillen auf dem Balkon. Und Wäsche aufhängen? Ja, das ist erlaubt. Aber bitte ordentlich. Und Fahrräder abstellen? Nein, Fahrräder bitte in den Keller. Verstanden. Wie viel Gewicht trägt der Balkon? Bitte keine schweren Möbel, maximal 200 Kilo. Das ist kein Problem. Danke für die Infos. Gern. Viel Freude auf Ihrem Balkon. Darf ich einen Mitbewohner in die Wohnung nehmen? Das müssen wir besprechen. Wie viele Personen? Nur eine Person. Ein Freund von mir. Wie ist der Name Ihres Freundes? Sein Name ist Marco Rossi. Ich muss das im Vertrag ändern. Erhöht sich dann die Miete? Ja, um 50 Euro pro Monat. Ich brauche seinen Personalausweis. Gut. Kommen Sie dann zusammen zu mir. Das mache ich. Ich spreche mit ihm. Gut. Kommen Sie dann zusammen zu mir. Haben Sie eine Notfallnummer? Ja, natürlich. Für was brauchen Sie sie? Für Notfälle, zum Beispiel nachts. Meine Handynummer ist immer aktiv. Gut, ich speichere sie in meinem Telefon. Bitte rufen Sie nur bei echten Notfällen an. Natürlich. Was ist ein echter Notfall? Wasser, Feuer, kein Strom, solche Dinge. Und für normale Reparaturen? Dafür schicken Sie mir eine Nachricht oder E-Mail. Das verstehe ich. Danke für die Klarheit. Kein Problem. Ich bin immer erreichbar. Wie lange wohnte der letzte Mieter hier? Er wohnte 3 Jahre hier. Warum ist er ausgezogen? Er hat eine Arbeit in einer anderen Stadt gefunden. War er ein guter Mieter? Ja, sehr gut. Immer pünktlich und ruhig. Das ist schön zu hören. Hoffe ich, Sie sind auch so. Ich versuche es. Ich bin ein ruhiger Mensch. Das ist gut. Dann werden wir keine Probleme haben. Da bin ich sicher. Danke für das Vertrauen. Gern. Willkommen noch einmal. Meine Stromrechnung ist sehr hoch diesen Monat. Wie viel müssen Sie bezahlen? 200 Euro. Das ist zu viel.
Was benutzen Sie viel Strom für? Ich weiß es nicht. Vielleicht die Heizung? Elektrische Heizungen verbrauchen viel Strom. Gibt es eine Alternative? Die zentrale Heizung ist billiger. Benutzen Sie die. Wie stelle ich die zentrale Heizung an? Der Thermostat ist im Flur. Ich zeige es Ihnen. Das wäre sehr nett. Danke. Kommen Sie, ich erkläre es schnell. Darf ich die Wohnung untervermieten? Nein, das ist ohne meine Erlaubnis nicht erlaubt. Was, wenn ich für 2 Monate weg bin? Dann müssen Sie mich fragen. Ich entscheide dann. Was brauchen Sie von mir? Ich brauche den Namen der Person und wie lange. Und wenn ich das nicht tue? Dann kann es Probleme mit dem Mietvertrag geben. Das verstehe ich. Ich frage immer vorher. Gut, das ist die richtige Einstellung. Danke für die Erklärung. Kein Problem. Transparenz ist wichtig. Eine Treppenstufe im Hausflur ist kaputt. Das ist gefährlich. Welche Stufe genau? Die 3. Stufe von unten. Sie wackelt. Danke, dass Sie das sagen. Ich komme sofort. Ich habe Angst, dass jemand fällt. Ich stelle sofort ein Warnzeichen hin. Das ist gut. Wann kommt der Handwerker? Ich rufe ihn jetzt an. Heute noch. Gut. Ich bin froh, dass Sie das ernst nehmen. Natürlich. Sicherheit ist sehr wichtig. Soll ich noch etwas tun? Nein, danke. Ich kümmere mich darum. Ich habe die Wohnung besichtigt. Alles sieht gut aus. Schön. Haben Sie die Checkliste? Ja, ich habe sie hier. Was muss ich prüfen? Bitte prüfen Sie alle Wände auf Schäden. Die Wände sind sauber. Keine Schäden. Und die Fenster, öffnen Sie alle? Ja, alle Fenster funktionieren gut. Gut. Bitte schreiben Sie alles auf die Liste. Und die Böden? Ich schaue auf Kratzer. Die Böden sind neu. Achten Sie auf Kratzer. Ich sehe keine Kratzer. Alles ist perfekt. Schön. Dann unterschreiben wir die Liste. Gibt es Kabelfernsehen in der Wohnung? Ja, das Kabel ist bereits angeschlossen. Welche Sender kann ich empfangen? Die normalen deutschen Sender und mehr. Gibt es auch internationale Sender? Das hängt von Ihrem Vertrag mit dem Anbieter ab. Wer ist der Anbieter hier? Das ist Vodafone. Ich gebe Ihnen die Nummer. Kann ich das Paket selbst wählen? Ja, das ist Ihre eigene Entscheidung. Gut. Ich rufe die morgen an. Danke. Kein Problem. Viel Spaß beim Fernsehen. Wann machen wir die Wohnungsübergabe? Am 30. Juni, wenn Sie ausziehen. Wie lange dauert das? Ungefähr 1 Stunde. Was prüfen Sie dabei? Wände, Böden, Fenster, Türen, Küche, Bad. Ja. Muss ich die Wohnung streichen? Das hängt vom Mietvertrag ab. Ich schaue nach. Was ist, wenn es kleine Schäden gibt? Kleine, normale Schäden sind okay. Und große Schäden? Für große Schäden müssen Sie zahlen. Wo kann ich mein Fahrrad abstellen? Im Keller gibt es einen Fahrradraum. Ist der Raum abgeschlossen? Ja, er ist immer abgeschlossen. Welcher Schlüssel öffnet ihn? Der große Schlüssel an Ihrem Bund. Gut. Ist der Raum groß genug für 2 Fahrräder? Ja, es gibt Platz für alle Mieter. Können wir die Fahrräder auch draußen lassen? Ja, aber auf eigenes Risiko. Draußen ist kein Schloss. Dann stelle ich es lieber in den Keller. Das ist eine gute Idee. Sicherer. Planen Sie Renovierungen in der Wohnung? Ja, im Herbst streichen wir das Treppenhaus. Wie lange dauert das? Ungefähr 1 Woche. Muss ich dann ausziehen? Nein, Sie können in der Wohnung bleiben. Gibt es Lärm dabei? Ja, tagsüber zwischen 8 und 16 Uhr. Das ist kein Problem für mich. Ich bin arbeiten. Perfekt, wir versuchen schnell fertig zu werden. Okay, danke für die Information im Voraus. Natürlich, wir informieren immer rechtzeitig. Ich habe meinen Wohnungsschlüssel verloren. Oh nein, wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Gestern Abend. Ich bin sehr gestresst. Ich verstehe. Haben Sie überall gesucht? Ja, ich finde ihn nicht. Was soll ich tun? Ich mache Ihnen heute einen Ersatzschlüssel. Danke. Kostet das etwas? Ja, ein Schlüssel kostet 5 Euro. Das ist okay. Wann kann ich ihn abholen? Heute Abend um 18 Uhr, wenn Sie möchten. Perfekt. Ich komme dann. Danke sehr. Kein Problem. Und suchen Sie weiter nach dem Alten. Es riecht seltsam in meinem Badezimmer. Wie riecht es? Können Sie es beschreiben? Es riecht nach Abwasser. Nicht gut. Das kann das Rohr sein. Wann riecht es so? Meistens morgens. Manchmal abends. Ich schicke jemanden, um das zu prüfen. Bitte bald. Es ist wirklich unangenehm. Ich verstehe. Ist es jeden Tag so? Ja, jeden Morgen. Ich öffne immer das Fenster. Gut. Ein Klempner kommt morgen früh. Danke. Das freut mich sehr. Wir lösen das Problem. Keine Sorge. Ist die Heizung in der Miete enthalten? Ja, die Heizkosten sind in der Warmmiete. Was bedeutet Warmmiete genau? Warmmiete bedeutet Miete plus Heizung und Wasser. Und was ist Kaltmiete? Kaltmiete ist nur die Miete ohne Nebenkosten. Ah, ich verstehe. Ich zahle Warmmiete. Genau, 500 Euro, alles inklusive. Und Strom ist extra? Ja, Strom zahlen Sie selbst, nur Heizung ist drin. Gut, das ist klar jetzt. Danke. Gern. Fragen Sie immer, wenn etwas unklar ist. Ich habe die Wohnung gestern besichtigt. Ha? Wie hat Ihnen die Wohnung gefallen? Sie ist sehr schön. Mir gefällt sie sehr. Das freut mich. Haben Sie noch Fragen? Ist die Küche neu? Die Küche ist 3 Jahre alt, aber in gutem Zustand. Und das Bad? Wann wurde es renoviert? Das Bad wurde letztes Jahr renoviert. Wie groß ist die Wohnung genau? 67 Quadratmeter. 3 Zimmer. Perfekt für mich. Ich nehme die Wohnung. Wunderbar. Willkommen als neuer Mieter. Was muss ich beim Auszug alles sauber machen? Bitte machen Sie alles gründlich sauber. Auch die Fenster und die Küche? Ja, Küche und Bad müssen sehr sauber sein. Und die Böden? Soll ich sie wischen? Ja, bitte wischen und Staubsaugen. Soll ich die Wände streichen? Das steht in Ihrem Mietvertrag. Bitte lesen Sie nach.
Und die Fenster? Die Fenster innen und außen bitte. Das mache ich alles. Wann ist die Übergabe? Am letzten Tag Ihres Mietvertrages, um 10 Uhr.